Welche Maßnahmen sind im Kampf gegen die Klimakrise am wirksamsten? Eine schwedische Studie stellte 2017 eben diese Frage und wollte herausfinden, was die effektivsten Wege sind, um unseren individuellen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Die ForscherInnen kamen zu dem Schluss, dass sich unser CO2-Ausstoß nicht nur verringert, wenn wir Fleischkonsum, Autofahren und Flugreisen bleiben lassen, sondern vor allem, wenn wir auf das Kinderkriegen verzichten. Während ein Auto zu fahren, eine der größten Klimasünden überhaupt, im Schnitt zum Beispiel nur 2,4 Tonnen CO2 jährlich verursacht, sind es bei einem Kind satte 58,6 Tonnen CO2 pro Jahr. Die Studie schlug hohe Wellen und ließ eine radikale Frage im Raum stehen. Sollten wir im Namen des Klimas aufhören, Kinder zu bekommen? Für einige junge Menschen lautete die Antwort auf diese Frage tatsächlich ja. Und sie formierten sich prompt zu einer Protestbewegung. AnhängerInnen der sogenannten Birth-Strike-Bewegung wollen durch die bewusste Verweigerung von Schwangerschaften einen Beitrag zur Einsparung von Ressourcen leisten und auf ihre politisch-gesellschaftlichen Forderungen aufmerksam machen, um die ultimative Klimakrise doch noch irgendwie abzuwenden. Als Begründerin und Gesicht von Birth Strike for Climate gilt die britische Singer-Songwriterin Blythe Pepino. Und auch wenn die AnhängerInnenschaft des eigentlichen Birth Strike Movements überschaubar bleiben sollte, in Großbritannien etwa bei ein paar hundert Menschen, stürzten sich die internationalen Medien in den letzten Jahren regelrecht auf das Thema und trugen die Diskussion rund um Schwangerschaften in Zeiten der Krise von einer kleinen gesellschaftlichen Blase weiter in die Mitte der Gesellschaft. Die Kampagne des Birth Strike Movements stieß dabei aus diversen Gründen auf viel Kritik, sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des politischen Spektrums. Gerade für Pepino war es als Aushängeschild der Bewegung so heftige und persönliche Kritik, dass sie 2021 ausgebrannt das Handtuch schmiss, noch bevor sich die Bewegung nachhaltig etablieren konnte. In einem besonders kontroversen und aufsehenerregenden Interview mit dem ultrarechten Fox News-Host Tucker Carlson hatte sie einer breiten Öffentlichkeit erklärt, dass ihr Hauptgrund, keine Kinder zu bekommen, weniger die eingesparten CO2-Emissionen wären, als die Angst, dass ihre Kinder durch die Folgen der Klimakrise voraussichtlich keine lebenswerte Welt vorfinden würden. I don't have like a crystal ball and to tell what will happen. But if I look at what I learned from my research and what we know about climate change, it's really true that the climate change impacts are intensifying and that people born now will experience much more climate extremes, so much more heat waves, droughts and floods and all those extreme events. And we know also that many areas in the world, they will not be inhabitable. I think for sure now our civilization will change and maybe it's the end of the civilization as we know it. Das ist Ilona Magdalena Otto, Professorin für gesellschaftliche Auswirkungen des Klimawandels am Wegener Center für Klima und globalen Wandel an der Universität Graz. Wie ihre Job-Description schon verrät, beschäftigt sie sich intensiv mit der Frage, wie wir unseren Lebensstil verändern müssten, um die Klimakrise noch irgendwie in den Griff zu bekommen. Das Birth Strike Movement spielt in ihrer Arbeit aber eine eher untergeordnete Rolle. Saying we should not have children at all, it's very radical, and I think it's also like an individual decision. Yes, so and there are more factors influencing this decision. So I think like from a perspective of a climate researcher, I cannot tell someone you should not have children, yeah, because it's like a very individual decision. What's very important, like especially in the context of CO2 emissions, it's not only the number of people, but inequalities are even more important than the absolute number of people. For instance, the poorest 50% of the global population is responsible for about 12% of the global lifestyle CO2 emissions. Yeah, and the top 10% is responsible for about 50% of global lifestyle emissions, and the top 0.5% are responsible for about 13% of all lifestyle CO2 emissions. So it's a bit even more than the 50% of the poorest. And the number of the people is not as important as the number of the very wealthy persons. So, or in other words, if you would double the number of the poorest, it would not change much in terms of the CO2 emission, but if you would double the number of the wealthy, it would change a lot. I won't say that it's also possible to have a child, but just try to keep the lifestyle like very modest. Woran wir laut Ilona Otto nicht vorbeikommen werden, ist die persönlichen Emissionen radikal zu reduzieren.
Dafür gäbe es auch mit Kindern zahlreiche Bereiche, in denen man ansetzen könne. Doch egal, ob man sich für oder gegen Kinder entscheidet, Ilona Otto betont, dass unsere Möglichkeiten im Kampf gegen die Klimakrise auf individueller Ebene an einem gewissen Punkt immer an ein Limit stoßen. I think we can change a lot on our individual level, also in our lifestyles and consumption choices. But it's not everything. I think we also need changes in the social structure and infrastructure. There are some limits to this, because we cannot change everything only with changing our consumption choices. For many choices, like what we need, it's infrastructure change. For instance, to have more opportunities for public transportation, or for instance, even like long distance trains. Climate education is very important. And because still not many people are not aware what is happening. And finally, also on this normative, normative changes are very important, and setting new social norms, promoting new social norms. Die Entscheidung, Kinder zu bekommen, ist, wie so vieles in Zeiten der Krise, immer stärker politisch aufgeladen. Was man wohl sagen kann, gesellschaftlicher Druck, sich für oder gegen Kinder zu entscheiden, wird eine ohnehin schon angespannte Situation nicht besser machen. Eher im Gegenteil. There are many examples that when there are crises and some catastrophes, people come together and they are able to take wise decisions. In my research, I talk often to leaders of cities and companies and government, and I have to admit it's mostly older men, and mostly also, unfortunately, older white men who are kind of maybe 50 plus, sometimes 60 plus. And I really sometimes I think like if you just would bring more younger people and more women and also more diverse people to those groups, they would change it completely. So I think that's why I think younger people can change a lot, and exactly if we educate our children in the right way, they can also be those future leaders. So I think exactly the children also bring hope, and through socialization, we can create also like a new generation, that is now fit to deal with all those complex challenges we are facing.